Einführung in die Botanik, Orchidazeen, Grundkonstruktion der Blüte. In diesem Video werden die Veränderungen im Blütenbau vorgestellt, die, salopp gesagt, aus einer Tulpe oder Lilie eine Orchidee machen. Wir gehen von einer regelmäßig gebauten und vollständigen Monokotylenblüte aus, die hier mit Deckblatt und Abstammungsachse wiedergegeben ist. Die Stellung der Samenanlagen ist parietal und der Fruchtknoten ist unterständig. Das ist in dieser Form des Blütendiagramms nicht direkt zu sehen, aber kommt in der Blütenformel durch diesen Strich zum Ausdruck, der über dem G, dem Gynœcium, liegt. Wie wird nun aus dieser radiären Blüte eine typische Orchidee? In einem ersten Schritt fällt ein ganzer Kreis Staubblätter weg. Das ist das, was man zum Beispiel von den Iridaceen kennt. Die Position der ausgefallenen Staubblätter sind im Diagramm mit einem Stern markiert und die Blütenformel enthält jetzt beim inneren Staubblattkreis 0 statt 3. Diese Blüte ist immer noch radiärsymmetrisch. Nun geschieht bei der typischen Orchideenblüte Folgendes. Es fallen 2 weitere Staubblätter weg, nämlich die beiden des äußeren Kreises, die nicht in der Mittelachse der Blüte liegen. Übrig bleibt also nur noch ein einziges. Das zeigt sich nicht nur im Diagramm, sondern auch wieder in der Blütenformel, wo nun im Andröcium statt 3 plus 0 1 plus 0 steht. Mit diesem Schritt hat die Blüte ihre Radiärsymmetrie verloren. Denn wenn man sie nun an dieser Achse spiegeln würde, dann käme das einzige Staubblatt hierhin zu liegen und da steht keines. Somit bleibt nur noch diese eine Symmetrieachse übrig, die Mittelachse oder die sogenannte Mediane. Diese Mediane mit ihren beiden Spiegelhälften links und rechts ist auch in der Blütenformel sichtbar. Dieses Zeichen ersetzt nun den Stern für Radiärsymmetrie. Damit ist nun die reine Organausstattung einer Orchideenblüte beieinander, aber es folgen nun verschiedene Proportionsanpassungen und Verwachsungen. Das Perianth ist hier immer noch radiär. Das bleibt natürlich nicht so. Die beiden seitlichen Perigonblätter des inneren Kreises schieben sich über jenes der Mittelachse. Das zentrale Blütenblatt vergrößert sich, und zwar in aller Regel nicht nur ein bisschen, sondern ganz beträchtlich. Damit ist das Perianth ebenfalls monosymmetrisch und nicht mehr radiär. Und schließlich verbindet sich das Gynœcium mit dem einzigen übrig gebliebenen Staubblatt zu einem Organkomplex, zu einer Art Hybridorgan, das man Säule nennt oder wissenschaftlich Gynostemium. Dieses Sonderorgan wird in einem folgenden Video besprochen. Für den Moment genügt die Feststellung, dass Andröcium und Gynœcium hier miteinander verwachsen sind. Aus allen diesen Veränderungen ist offensichtlich, dass vor allem jene Organe übrig bleiben und gefördert werden, die in der Mediane liegen. Das größte Blütenblatt liegt in der Mediane, das einzige Staubblatt liegt dort und die Säule, die Verwachsung von Andröcium und Gynœcium ebenfalls. Nun vereinfachen wir die Darstellung, indem wir die ausgefallenen Staubblätter weglassen. Ganz offensichtlich liegt das vergrößerte mediane Blütenblatt im Diagramm oben. Das würde dieser Anordnung entsprechen. Aus biologischer Sicht ist klar, dass dieses große Blütenblatt aber grundsätzlich eine Lande- und Sitzfläche für Bestäuber darstellt. Dieses muss natürlich unten liegen, also so. Mit anderen Worten, die Blüte im Diagramm steht blütenbiologisch oder funktionell gesehen auf dem Kopf quasi verkehrt herum. Und verrückterweise ist das tatsächlich so. Jede Orchideenblüte wird so angelegt, dass das große mediane Blütenblatt zunächst nach oben, das heißt zur Abstammungsachse hingerichtet ist. Will sich die Blüte andersherum präsentieren, muss sie sich um 180 Grad drehen. Dies geschieht in der Regel im Verlauf der Blütenentwicklung, aber noch bevor sich die Blüte öffnet. Diesen Prozess nennt man Resupination.
Jetzt wissen wir ja, dass Orchideen eigentlich keinen Blütenstiel haben, sondern ein langgestrecktes, unterständiges Ovar, also dieses hier. Es bleibt der Pflanze nichts anderes übrig, als die Blütenposition mit Hilfe einer Drehung oder Krümmung des Ovars zu korrigieren. Da die Ovaroberfläche, der Fruchtknoten, meist feine Längsfurchen besitzt, ist diese Verdrehung meistens gut sichtbar. Was zunächst vielleicht aussieht wie ein Zufall, ist in Wirklichkeit ein notwendiger Prozess, von der Pflanze gesteuert und kontrolliert und Teil eines ausgeklügelten biologischen Systems. Die Blüte kennt ihre räumliche Lage und sie korrigiert sie bei Bedarf. Selbst eine hochgezüchtete Phalaenopsis, die ohne Stütze nicht mehr stehen könnte, hat als Orchidee noch genügend Berufsstolz und dreht ihre Knospen schon vor dem Aufblühen so, dass die Blüten am Ende lehrbuchkonform resupiniert sind.